Hey ho, gemein Rock'n'Roll. So, jetzt ein Kurzvideo oder ein Zwischenvideo zwischen den einzelnen Folgen. Und ja, ihr habt schon gesehen, was wir vorhaben. Wir haben A, einen speziellen Test und wir haben einen Gast, den Max. Hi. Und Max hatte uns angerufen und hat gesagt, oh, ich hätte gern ein Stage 1 Kit von euch für meine Husqvarna 701 Baujahr 18. Und sagt, klar, kein Problem. Dann habe ich ihn abgefragt, was hast du denn so alles an Bauteilen schon verbaut, Auspuff, Komma und so weiter. Und er hat einen Accra Euro 4 schon drauf, ohne Cut. Und jetzt kommt's, das war halt der ausschlaggebende Punkt, warum Max heute hier ist. Du hast einen Tecmo-Krümmer verbaut. Ne? So, und wir haben gesagt, okay, das machen wir doch gerne. Komm vorbei, wenn du Zeit hast. Nimm den Tag Zeit. Und wir bauen das Ding ein und können direkt mal diesen ominösen Tecmo-Krümmer mal testen, mal gucken, was er denn so kann. Weil ich habe ja schon unheimlich viele Anfragen bekommen von euch. Teste den mal, komm, ich will wissen, was kann der und so weiter und so fort. Ja, und dann haben wir gesagt, klar, ne, hast du Zeit, du hattest Zeit, bist gekommen. Und ja, jetzt schauen wir uns erstmal das Moped von Max an und machen mal einen kleinen Rundgang. Bis gleich. Ihr habt gesehen, der Tecmo-Krümmer ist schon drauf und der Accra ist auch schon drauf. Und, was hat er noch verbaut? PP-Deckel, glaube ich, ne? PP-Deckel, ja. Ja, okay. Ne? Und natürlich keine Anpassung vom Map. Und dummerweise, was ist passiert mit deinem Pod? Die Schalldämpfer hinten, ist die Kappe flöten gegangen. Ja, stimmt, ne? die Kappe ist kaputt gegangen, ja. Ja, ne? Also die Kappe geht kaputt, weil ihr natürlich dann im Euro 4 Map fahrt und diese, oder die Überschneidung natürlich, oder in der Überschneidung zu viel Frischgas rausgesaugt wird und das verbrennt hinten schön und knallt ja so schön, ne? Und die Flammen kommen hinten raus. Ne? Und was passiert im Endeffekt? Jetzt verballert euch den sündhaft teuren Akrapovic, indem eben halt diese Flammenfronten innen drin alles auf Dauer zerstören. So. Da hat er Gott sei Dank jetzt die Bremse gezogen und gesagt, nee, also ich brauche eine Anpassung, Power Commander, und dann, okay, haben wir dann gesagt, komm, machen wir volles Programm, ne? Und wenn schon, dann richtig. Natürlich nur für die Straße oder natürlich nicht für die Straße, sondern nur für die Rennstrecke. Ist ja klar, wir bauen das ja gleich wieder aus. Ne? Wir bauen das ja gleich wieder aus. Genau. Also, so, ein Test macht aber nur Sinn, wenn wir erstmal auf die Basis zurückgehen und wir wollen ja wissen, was kann der Krümmer in allen Lebenslagen, also auch in der Serie. Also haben wir das ganze Motorrad jetzt hier gerade oder vorhin alles umgebaut, Original Krümmer drauf, Original Endschalldämpfer drauf, Original Luftfilterkastendeckel drauf, also der Schnorchel ohne Löcher, und haben erstmal das Moped so abgerollt und mal geguckt, was drückt der Ofen denn so eben auf die Rolle, damit wir da eine gute Basis haben. So, haben wir gemacht, seht ihr jetzt. Ja, und wir sehen, ne, die übliche Kurve von einer Serien 701. Wir haben hier oben 75 PS. Satt und gerade und schön hier von 7400 bis fast 8400 gleichbleibende Leistung. Wir haben einen Drehmoment von 72,7 Newtonmeter, allerdings erst bei knapp 7000 Umdrehungen. Also das ist natürlich sehr weit im oberen Drehzahlbereich. Und natürlich durch, ne, man erkennt, das Euro 4 Motorrad im unteren Drehzahlbereich ist, naja, die sogenannte tote Hose. Ne? Na gut, dann machen wir jetzt mal weiter. So, Max, 75 PS. Ne? Schlecht. Für ein Seriending keine schlechte Nummer. Eigentlich
fast immer die gleichen Ergebnisse von den Mopeds, die wir halt hier hatten, die also im Serientrim waren, immer so zwischen 75, 74,5, also je nach Wetterlage halt und je nach wie kalt und wie warm es ist, immer so roundabout. Das, was bei euch im Fahrzeugschein steht, DIN PS oder DIN KW, ne, wie man das nehmen will, sind eigentlich auch immer auf der Rolle vorhanden bei dem Fahrzeug. Ne? So, aber jetzt haben wir uns den Tecmo-Krümmer geschnappt, den Originalen runter, den Tecmo-Krümmer rein und haben einfach den Cut-Schalldämpfer dran gelassen und haben geguckt, vielleicht passiert da ja schon mal das. Ne? Gut. Haben wir umgebaut, abgerollt, sehen wir jetzt. Ja, und hier seht ihr jetzt die beste Messung mit dem Tecmo-Krümmer, also nur der Serienkrümmer abmontiert, der Tecmo-Krümmer drauf, Rest ist geblieben wie vorher. Und ihr habt ja gerade schon im Video gesehen, das ging so von 74,7 auf 75 und die letzte beste Messung war dann hier mit 75,7 und 73 Newtonmeter. Ja, also sieht eigentlich ja, fast ähnlich aus wie die mit dem Serienkrümmer. Das ist alles so hinterm Komma so ein bisschen. Ich schaue jetzt mal den Vergleich. So, hier habt ihr jetzt die Vergleichskurve, also gerade Serienkrümmer, Serienschalldämpfer, jetzt Tecmo-Krümmer, also gegen Serienschalldämpfer und ihr seht, der Tecmo hat dann hier oben da irgendwie 0,7 PS mehr und der Drehmomentbereich ist eigentlich, naja, 0,3, also das können wir alles vergessen. Quasi ist das Motorrad eigentlich mit diesem Krümmer im Serienzustand, mit dem Serienschalldämpfer komplett deckungsgleich. Ja, und wie ihr gerade schon gesehen habt, wir sehen nichts. Ne? Also hat sich nicht viel getan, beziehungsweise eigentlich gar nichts getan. Diese Nuancen auf diesen Kurven zueinander sind nicht der Rede wert. Das sind doch Messtoleranzen hier. Also Fakt ist, er ist schön, er sieht gut aus, er ist aus Titan, hat eine schöne Farbe, aber so auf dem Serienmotorrad mit dem Serienschalldämpfer passiert nichts. So. Aber dafür sind wir ja nicht hier, wir wollen ja nicht nichts messen, wir wollen ja weiter messen. Und was haben wir gemacht? Originalschalldämpfer runter und dann Accra drauf. Ne? Accra ohne Cut, wo ich immer Bauchschmerzen mit habe, ne? Accra ohne Cut und ohne Anpassung vom Map, aber so ist er schon die ganze Zeit rumgefahren. Gucken wir mal, was denn jetzt der Serienkrümmer gegen den Tecmo-Krümmer kann. Mit offener Accra, ohne Map-Anpassung. Ja? Wir haben beide wieder umgebaut, beziehungsweise Stück für Stück wieder nachgemessen, umgebaut. Erst den Tecmo-Krümmer, der war jetzt drauf, dann wieder auf den Serienkrümmer umgeswitcht und auch wieder gemessen. Ja? Und was dabei rausgekommen ist, das seht ihr jetzt.
Ja, und bam, zack, ist Leistung da. Ne? Cut raus, Leistung da. Aber leider nur oben in der Spitze. Ne? Ihr seht hier unten ist immer noch nichts los. Ne? Immer noch tote Hose. Also dementsprechend müssen wir uns jetzt erstmal die beiden Kurven genauer angucken. Also die rote Kurve ist der Serienkrümmer und die blaue Kurve ist der Tecmo-Krümmer. Wie schön zu erkennen ist hier unten, mit dem Serienkrümmer haben wir hier unten mehr Drehmoment und auch ein bisschen mehr PS im unteren Drehzahlbereich. Die Kurve schneidet sich bei ungefähr 6000, etwas über 6600 Umdrehungen im Drehmoment und bei 6620 bei der PS-Leistung. Dann sind sie deckungsgleich und der Tecmo-Krümmer geht dann nach oben etwas besser raus und der Serienkrümmer wird da etwas schlapper, auch im Drehmoment. Ne? Liegt, so wie es aussieht, natürlich an den Rohrquerschnitten. Hier im unteren Drehzahlbereich braucht man halt vernünftige Strömungsgeschwindigkeit, haben wir durch das dicke Rohr da unten wohl erstmal nicht. Und bei hohen Drehzahlen braucht man natürlich Querschnitt, haben wir mit dem Originalkrümmer natürlich nicht so optimal bei ab 6800, da geht dann halt der Tecmo-Krümmer ein Stück in Führung. Ne? Endleistungen haben wir 78,3 beim Serienkrümmer und 79,2 beim Tecmo-Krümmer, also ja, knapp ein PS. Ja? Im unteren Drehzahlbereich ist der Unterschied schon krasser, aber beide Varianten, so wie sie hier auf der Kurve oder hier auf dem Diagramm sind auf keinen Fall optimal, weil halt wie gesagt, wir haben keine Kraftstoffanpassung. Das Ding hat im unteren oder gerade im Euro 4 Bereich eine sehr schlechte Brennraumentleerung, beziehungsweise es wird halt sehr viel Kraftstoff mit weggesaugt und naja, das besprechen wir gleich. Ja, und jetzt sehen wir doch ein bisschen Unterschied. Ja, also A drückt der Ofen mit dem Euro 4 schon verdammt gut, fett, ne? Über 79 stellen wir, sogar hat er 80 gedrückt. Ne? Ja, also dieser Euro 4 Schalldämpfer ist einfach eine geile Nummer. Das schafft er zum Beispiel mit dem Euro 3 Accra nicht, ja, auch wenn er offen ist. Das der Schalldämpfer der Wahl für dieses Motorrad. So, aber trotzdem Spitzenleistung hin, Spitzenleistung her, im Drehmoment ist immer noch keiner da, ja, weil eben dem Motorrad im unteren Drehzahlbereich leider der Hals zugehalten wird, was ich ja immer predige. So. Aber egal, wir sehen anhand den Kurven oder anhand der Kurven habe ich ja gerade in der Diagrammbesprechung schon gezeigt. Mit dem Serienkrümmer haben wir unten noch ein bisschen mehr Drehmoment und oben in der Spitze etwas weniger Leistung. Mit dem Tecmo-Krümmer bricht uns unten etwas das Drehmoment weg gegenüber dem Serienkrümmer, aber er dreht obenrum weiter aus, also 80 und ein paar kaputte, also 1, 2 PSchen obenrum kommen da mehr mit dem Tecmo-Krümmer. Ja? Ja, ist das schon mal nicht schlecht, aber so sollte ein Motorrad ja auch nicht laufen, weil es natürlich im Euro 4 Modus gerade im unteren mittleren Drehzahlbereich eigentlich wesentlich zu mager läuft, wenn wir da nicht, also wenn wir den Cut rausbauen und da nicht was dran tun. Ja? Da kann auch der beste Tuning-Krümmer nichts dran ändern. Also war natürlich jetzt der konsequente Schritt, wir bauen um auf Stage 1 und gucken mal, was die beiden Krümmer dann leisten können, beziehungsweise ob dann die Sprünge größer werden, gerade im Tuning-Bereich, ne, mit mehr Sprit und mehr Luft, ist ja vielleicht so ein fettes Rohr nicht verkehrt und bringt uns da vielleicht noch ein Tittchen weiter, gerade mit unserem Kit. Wäre natürlich eine schöne Sache. Ne? So. Und was da passiert ist, das seht ihr jetzt, aber jetzt zeige ich euch natürlich erstmal wieder den Kit, wie der aussieht und dann rollen wir das Ding ab. Bis gleich.
Ja, ne, und kommt der Kit, kommt die Leistung. Ihr seht hier 79,8 PS. Gut, das war jetzt auch nicht großartig mehr oder weniger als vorher auch, aber ne, ihr seht schon in der Drehmomentkurve hier unten, ne, da ist jetzt richtig Druck aus dem Keller. Spitzendrehmoment hatten wir dann da 81,9 und wir haben jetzt hier schon bei, gucken wir mal, bei 4600, also hier in dem Bereich, haben wir jetzt schon etwas über 72, 73 Newtonmeter anliegen. Ne? Also da geht jetzt richtig Druck aus dem Keller raus. Ne? Und das ist ja auch das, was Spaß macht oder Spaß machen soll beim Einzylinder. Ne? Das Rausbeschleunigen aus den unteren Drehzahlen. So, jetzt legen wir mal, oder gucken wir uns mal jetzt den Tecmo-Krümmer an. Dann haben wir natürlich umgebaut, ne? Klar. So. Das skaliert jetzt ein bisschen anders, ist aber nicht schlimm. So, da haben wir 80,6 in der Spitze und auch wieder 81,8 Newtonmeter. Die Drehzahlspitzen sind ungefähr gleich, also wann diese Leistungen anliegen. Und ja, auch der Drehmoment ja, im gleichen Bereich. Da seht ihr, also da tut sich nicht wirklich was. Wir legen die beiden Kurven jetzt mal übereinander. Und der Tecmo ist jetzt die blaue Kurve und der Serienkrümmer die rote. Also beide Kurven sind jetzt die, die ihr gerade gesehen habt, nur übereinander getackert. Und ja, wir sehen hier beim Tecmo etwas mehr, einen Tacken mehr bei so 4,8 rum beim Drehmoment und in der Spitze oben ja knapp in PS mehr. Ne? Wir hatten auch ein paar Messungen, da war noch ein bisschen mehr. Also ihr könnt mal sagen, der Tecmo drückt oben rum so etwas über 1,5 PS mehr oben raus als der Serienkrümmer. Mehr ist aber da leider nicht drin. So, und jetzt gucken wir uns noch kurz an, wie das aussieht mit dem Vorher-Nachher. Ja, und ihr seht jetzt hier, das war vorher Akrapovic Euro 4 ohne Anpassung mit Tecmo-Krümmer, die blaue Kurve. Und jetzt, ne, die Messung 340, das ist die jetzt, die ihr gerade gesehen habt, mit Stage 1 Kit. Und ne, man sieht dann doch schon einen etwas großen Unterschied, gerade im Drehmoment. Ne, also wir haben jetzt hier bei, nehmen wir mal wieder mal 4800, haben wir Drehmoment Newtonmeter anliegen, naja, so 60,5. Und jetzt ja, sind wir dann da schon bei 75, 76 Newtonmeter bei der gleichen Drehzahl. Also ihr seht, das Ding funktioniert richtig gut. In Verbindung natürlich hervorragend funktioniert der Kit mit diesem Akrapovic Euro 4, egal welcher Krümmer drauf ist. Ja. Auch die PS-Leistung ist ähnlich. Ihr habt jetzt hier bei, nehmen wir wieder 4,8, da haben wir ungefähr 55. Nein, falsch. Das war die Drehmoment. Die Drehmomentkurve. So, hier sind wir 4800. Etwas über 40 PS. So, was um die ja, knapp 41 PS anliegen. Und mit dem Stage 1 Kit liegen mal locker 51 PS an. Also 10 PS Unterschied im unteren Drehzahlbereich habt ihr alleine mit dem Stage 1 Kit. Wie gesagt, egal was für ein Krümmer drauf ist. Ja, ne? Dann kommen wir jetzt mal zum Fazit. Ja. Geht so, ne? Geht so. Ja, also ihr habt gesehen, oder wir haben ja gerade die Kurve schon am Kurvendiagramm besprochen. Leider auch bei unserem Kit tut sich nicht wirklich viel. Ne? Wir haben dann oben rum 1,2, 1,3, 1,4 PS mehr. Er dreht oben rum mit diesem Krümmer definitiv etwas weiter raus. Untenrum identisch, die Kurve ist eigentlich deckungsgleich. Und ja, also der Vorteil liegt im Spitzen-PS-Bereich. Da hat er eben halt wahrscheinlich durch seinen größeren Durchmesser halt eine bessere Abgasabfuhr und dementsprechend halt auch einen Tacken mehr Leistung. Also dieser Tacken mehr Leistung war auch permanent da, also nicht nur, das war keine Eintagsfliege, also jedes Mal, wenn wir abgerollt haben, wir haben auch mal hier kalt werden lassen, Mittag gemacht und nochmal getestet. Die Kurve war eigentlich immer
etwas besser als der Serienkrümmer. Ob einem das so viel Geld wert ist, muss jeder selber wissen. Du hast, glaube ich, du hast einen Gebraucht gekauft. Ich habe den gebraucht gekauft, ja. Gut, okay, also du hast da jetzt keine 500 Euro für ausgegeben, was ja auch ganz gut ist. Dementsprechend heißt es aber nicht, dass er jetzt vielleicht in anderen oder mit anderen Systemen oder vielleicht auch später mit dem kommenden Motor-Tuning-Komponenten, die wir natürlich noch für die 701 und für die neuen Euro 4 Motoren im Petto bald haben, nicht dann auch funktioniert. Ne? Es ist halt ein großer Querschnitt und der muss natürlich dementsprechend auch erstmal ins Arbeiten kommen, ne? Was er anscheinend in dem Serienmotor nicht wirklich schafft. Laut Importeur ist es wohl auch so, dass der Hersteller dieses Krümmers diese Leistungsangaben, die da im Netz rumgeistern, auch nur in Verbindung mit dem Husqvarna Tuning Map in Verbindung bringt. Also diese 3 oder 4 PS Mehrleistung, was da angeblich sein soll, wäre halt nur in Verbindung mit diesem anderen Mapping machbar. Okay, müsste man noch testen. Haben wir jetzt nicht drauf gehabt beim Max, ist Euro 4 Mapping drauf. Also dementsprechend können wir da auch so nichts zu sagen. Ja, dann sind wir eigentlich fertig für heute Abend, wa? Der Tag war lang genug, ne? Mein lieber Mann. Ne? Jetzt sind wir schon, haben wir angefangen, 10 Uhr. Ne? Ja, 10 Uhr. Jetzt haben wir, oh, 6:30. Ne? Also dementsprechend, wir haben jetzt einen Kaffee auf, reicht jetzt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ne? Wenn ja, ne? Lasst uns einen Daumen da, lasst uns ein Abo da und wir sehen uns dann in der nächsten Pilot TV-Folge. Und da haben wir wieder schöne Dinger für euch. Und ich würde sagen, Max, dir vielen Dank. Kein Problem. Ne? Und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, bis dann und ciao. Ciao.